Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Gamescom-Review. Wir versuchten uns erschlagen von den ersten Eindrücken des Business-Areals ein ruhiges Plätzchen zu suchen, als wir mehr oder minder durch Zufall an einem Plakat mit einem ziemlich awesome aussehenden Raumschiff stehen blieben. Nach kurzem Geplänkel fanden wir uns dann plötzlich im Präsentationsraum des Entwicklerteams wieder und durften uns den sich in der Entwicklung befindlichen Arena-Shooter Dreadnought anschauen und vor allem auch anspielen. Nach 2 gespielten Runden gingen mir einige Fragen durch den Kopf, die mir Peter Holzapfel, einer der 4 anwesenden Entwickler, gerne beantworten wollte. Meine erste Frage war, wie würden Sie das Spiel in 2 Sätzen beschreiben? Große Raumschiffe machen fantastische Schlachten, sei der Raumschiff-Captain, der du sein willst, sei Adama, sei Han Solo, fliegt die Galactica, fliegt die Firefly, wähl deinen Spielstil. Soweit so gut, aber wir wollten hinter die Kulissen blicken und haben bei der Idee begonnen. Was war die Motivation, dieses Spiel zu erstellen? Es gibt ja bereits viele verschiedene Arena-Shooter, also warum ausgerechnet Raumschlachten? Weil Raumschlachten großartig sind. Also die Idee dahinter war wirklich einfach zu sagen, okay, wir haben all diese Serien, die wir irgendwie großartig finden und Filme, die wir großartig finden, aber es gibt nicht wirklich Spiele, die irgendwie tatsächlich große Raumschiffe gut featuren. Die meisten Spiele sind eher auf Jetfighter, Twitch-based ausgerichtet und wir wollten einfach mal ein Spiel machen, was sich eher auf taktische große Raumschiffschlachten konzentriert. Und ja, natürlich kann man mit großen Raumschiffen, was Waffen, Explosionen und Gameplay angeht, wahnsinnig viel machen. Wo er recht hat, hat er recht. Die Schiffsauswahl ist gewaltig. Und das schon in diesem frühen Stadium. Für jede Klasse gab es noch einmal verschiedene Verbesserungen, aus denen man pro Slot eine auswählen durfte. Dazu aber später mehr. Erst einmal im Spiel war schnell klar, warum das Spiel ein taktischer Arena-Shooter war. Explosionen, Schilde, kurze Warpsprünge, hier war wirklich alles zu finden. Zu keiner Zeit fühlte ich mich auf dem Schlachtfeld verloren, was vermutlich daran lag, dass ich mit Peter zusammenspielte, der mir hier und da ein paar Tipps und Tricks verriet. Sehr interessant war auch die Steuerung, zu der uns Peter im Nachhinein ein paar Worte sagte. Also eine der großen Prinzipien, die wir irgendwie hatten bei dem Spiel, wir wollten ein Raumschiffspiel machen, das aber keine Simulation ist. Also wir wollten es schnell zugänglich machen und dann taktische Tiefe eigentlich eher aufmachen, während man spielt. Deswegen haben wir eine komplette 360-Grad-Navigation nicht gemacht. Also es gibt keinen Rollen oder Loopings fliegen, was mit den Schiffen auch wirklich komisch aussehen würde. Also wenn man so ein 400 Meter großes Schlachtschiff irgendwie hat und dann ein Looping macht, ist nicht wirklich sinnvoll. Deswegen haben wir immer eine Horizontlinie drin. Also sprich, man kann nach oben, nach unten fliegen. Man sieht immer den Horizont, das Ganze hat natürlich eine taktische Komponente. Gehe ich nach oben, habe ich einen besseren Überblick, sehe irgendwie meine Feinde und die feindliche Flotte. Gehe ich nach unten, bin ich im Cover, habe aber tatsächlich dann weniger Überblick. Wir haben hier eine Map gespielt, die sich tatsächlich auf der Planetenoberfläche abspielt. Da ist es dann eben Cover und der Boden. Auf der anderen Seite haben wir auch Space, wo man dann unter Gebilden durchfliegen kann. Also es hat schon eine starke taktische Komponente, aber wir wollten es trotzdem so machen, dass der Spieler nie wirklich die Orientierung verliert. Also wo bin ich eigentlich gerade im Raum? 2 Maps konnten wir anspielen. Unsere Frage an dieser Stelle natürlich, wie viele Karten gibt es, wie viele kommen noch? Ja, auf jeden Fall weiter im Plan. Also wir haben jetzt momentan 4 Settings, die sich wirklich sehr, sehr unterschiedlich voneinander anfühlen. Also Space und Highlands sind jetzt die beiden, die wir hier gespielt haben. Gorge wäre auch noch eins da drin. Und innerhalb dieser Settings wollen wir definitiv verschiedenste Maps noch erzeugen. Aber wir starten auf jeden Fall mit 4, sind weitere in Arbeit gerade. Und wie viele, reden wir noch nicht im Detail drüber. Vorhin hatte ich versprochen, noch ein wenig nachzuhaken, was die Klassen der Schiffe betrifft. Welche Klassen gibt es und was sind ihre Rollen? Also wir haben 5 Klassen. Innerhalb jeder Klasse gibt es dann noch momentan 3 Schiffe. Das wird immer weiter wachsen. Die Klassen lehnen sich bis zu einem gewissen Grad an diesen Referenzen, also sowas wie die Galactica, der Millennium Falcon und so weiter. Das funktioniert auch sehr gut mit den Klassen, was sie gameplay-technisch machen. Also die Galactica ist im Prinzip ein Tank, der Millennium Falcon ist im Prinzip ein Scout. Also die funktionieren in diesen Klassenvorstellungen, die man von ihnen hat, macht man genau das mit ihnen. Wir haben also die Dreadnought-Klasse, die ist eher eine Tank-Klasse. Wir haben die Destroyer-Klasse, das ist so ein bisschen das Assault Rifle irgendwie unter den Spaceship-Games. Das heißt, guter Damage-Dealer, verhältnismäßig schnell, gute Panzerung, Allrounder einfach. Dazu haben wir noch die Corvette, wie gesagt Scout, kann sich aber auch schnell in einen Spy verwandeln, der eher mit Cloak hinter feindliche Linien schleicht und dann mit Heavy Torpedoes feindliche Artillery Cruiser zum Beispiel abschießt. Dann Artillery Cruiser ist eher eine
Long-Distance-Waffe, also eigentlich so das Sniper-Rifle im Weltraum. Das heißt, sehr niedrige Schussfrequenz, aber riesige fliegende Kanonen. Tactical Cruiser sind eher Support Units, also deploying Sentry Turrets, Repair Stations, können freundliche Schiffe heilen, können allerdings auch angreifen, je nachdem in welche Richtung man diese ausreizt, was die Module angeht. Also was wir vorhin ja auch gespielt hatten, 2 Defender-Class Tactical Cruiser mit einem sehr aggressiven Loadout irgendwie drauf. Das wird dann, wenn man sich gut zusammen koordiniert, eine ziemlich starke Angriffswaffe. Dreadnought soll ein Free-to-Play-Titel werden. Die Vergangenheit hat ja gezeigt, dass mit ähnlichen Spielprinzipien, siehe League of Legends, Millionen begeistert worden sind und sich die E-Sport-Szene darum gebildet hat. Ist es möglich, dass auch Dreadnought einen solchen Erfolg erzielen wird, sowohl community-mäßig als auch was den E-Sport anbelangt? Das ist natürlich unsere Hoffnung, klar. Also wir reden mit verschiedenen Leuten irgendwie auch im E-Sports-Bereich, ist allerdings nichts, was wir wirklich momentan tatsächlich forcieren, weil wir einfach auch sehen wollen, wie sich das Ganze entwickelt. Also wir wollen gerne Clans haben, wir wollen gerne Clan-Match haben, wir wollen gerne Ligen haben. Klar ist auch E-Sports für uns ein bisschen gerade interessant, aber erstmal wollen wir ein gutes Spiel machen und dann die ganzen Sachen weiter sukzessive ausbauen. Die Idee dahinter, dass wir irgendwie nächstes Jahr in die Closed Beta reingehen und dann langsam praktisch hochfahren und in die Open Beta reingehen, ist ja auch, dass wir mit dem Free-to-Play-Modell Games as Service einfach was haben, was wir kontinuierlich weiterentwickeln können. Also was für uns daran spannend ist irgendwie als Entwickler, ist, dass wir ein Spiel haben, was einfach über einen sehr langen Zeitraum immer besser wird, zusammen mit der Community, mit der man zusammenarbeiten kann, sodass wir nicht irgendwie was haben, was gelauncht wird, verkauft wird und dann 3 Monate später mehr oder minder tot ist, sondern was einfach immer weiter wächst und immer größer und immer besser wird. Nachdem wir erfahren hatten, dass Dreadnought Free-to-Play sein wird, waren wir zunächst skeptisch. Konnte das bislang gut durchdachte Konzept unseren Zweifeln standhalten? Warum haben Sie sich für diesen Weg entschieden? Es ist tatsächlich genau das. Also wir wollen natürlich ein faires Modell aufbauen. Also uns ist es bewusst, wir sind ein westlicher Entwickler, das Pay-to-Win ein Reizthema ist. Wir haben jetzt von Designseite aus das eigentlich von Grund auf schon so aufgezogen, dass wir Pay-to-Win mehr oder minder ausschließen von Design aus. Also wir haben eine horizontale Progression drin, keine Power-Progression. Das heißt, Power kaufen geht bei uns per Definition schon mal eigentlich nicht. So ist die Idee dahinter. Wir mögen aber diesen Gedanken, erstmal keine Eintrittshürde zu schaffen und einfach ein gutes Spiel zu schaffen. Also so die Idee, dass man nicht mit Marketing ein schlechtes Spiel kaschieren kann, sondern man muss ein Spiel erzeugen, was einfach gut ist und die Leute hält. Ansonsten gehen die Leute halt wieder, weil sie haben erstmal nur die Zeit für den Download investiert. Wenn die Leute dann da sind und das Spiel tatsächlich mögen, es dann mit der Community irgendwie weiterzuentwickeln über einen langen Zeitraum, ist tatsächlich was wir sehr attraktiv fanden. Also wo man sagt, okay, wir haben nicht diesen einen Batzen Geld und dann irgendwann per Definition müssen wir sozusagen aufhören dran zu arbeiten, weil ansonsten verdienen wir kein Geld mehr, sondern so, hey, wir mögen das Spiel, wir geben euch Geld dafür, alles klar, wir mögen das Spiel auch als Entwickler, mit dem Geld, was ihr uns gebt, entwickeln wir das Spiel weiter. Dass das so ein Zusammenspiel ist, was erzeugt, was irgendwie über Jahre hinweg immer weiter wachsen kann, fanden wir eigentlich ziemlich cool und ziemlich fair, weil, wie gesagt, ladet es runter, geht irgendwie auf playdreadnought.com, macht ein Sign-up für die Closed Beta, schaut es euch an, wenn es euch gefällt, super, spielt weiter und gebt Geld darin aus, sodass wir es besser machen können. Alles klar. An dieser Stelle bedanke ich mich nochmal ganz recht herzlich bei Jager, die uns die Erfahrung, ihr Spiel zu testen, ermöglicht haben. Ich werde mir auf jeden Fall die Beta reinziehen, den Link gibt es in der Beschreibung, kostenlose Anmeldung ist dort möglich und hoffe, den einen oder anderen unter euch auch dabei zu sehen. Danke auch nochmal an mein Gamescom-Team Jens und Jörn, die beiden findet ihr auch in der Beschreibung. Wir sehen uns in der nächsten Review. Ich sage einfach mal bis dahin, macht's gut, haut rein.